Das Wichtigste auf dieser Baustelle ist Eierschöcke. unter der dicken Eiche. Logisch. Samstag. 15 Uhr. Hallo Mike! Mensch, Harry! Musst du dich so verstecken von mir? Wir haben morgen einen Spezialjob, wir beiden. Hab ich gehört. Wir holen Ja. den Schädel. Wir holen den Channel. Das wird lustig. Das ist das Schädelportal. Da wird der neue Schädel dran montiert. Der Schädeltrack rollt gerade ein. Wir werden jetzt den Schädel abholen. Guten Morgen! Morgen Ich bin einsatzbereit. Da bin ich! einsteigen. So, nächste links. Hast du das gesehen? Wie geil ist das denn? Wir möchten einen Schädel abholen. Das ist übrigens Fides Schwager. Der Schädel. Nee, nicht der Schädel, der Typ, der da eben saß. Gewesen. Ja, immer noch. Also gewesen, weil wir ihn ja gerade gesehen haben. Achso, hatten. alles klar. Guck mal, ich körperliche Arbeit, ich kann doch was. Ja, dicker Schädel. Guck mal, und das ist doch ganz schön lang, das Ding. Wie lang ist der Trailer? 1365. Und fast ausgefüllt. Also insgesamt Schädelhöhe mindestens. Da war hinten Luft und vorne stand eine Kiste. Hat auch immer das letzte Wort, ne? Ja, habe ich wohl ein Tier. Man muss sich ja auch mal Zeit nehmen für ein nettes Pläuschen. Oder? Ja. Hier, Das muss man. Kollege. Das muss man. Habe ich schon erwähnt, dass wir hier jetzt in 12, 13, 14 Meter Höhe sind? Was macht ihr beiden eigentlich da oben? Ja, was machen wir eigentlich da oben? Cool. Was machen wir eigentlich da oben? Wir wollten uns mal zeigen, dass wir auch noch hochgehen. Genau. Ah, da fehlt ein Hubseil. An dem Tower fehlt ein Hubseil. Aber wenn du mit oben warst, vielleicht sind wir auch nur aus Sicherheitsgründen mit hochgegangen. Das war 2013. Das war die Rammstein-Bühne. Ah, ja. Vielleicht brauchte das da gar nicht. Nee, dann hatten wir den Zusatztower drin. Weil das eine aufgebohrte. Genau, die Bühne hat eine gewisse Kapazität, was an Last aufnehmen kann, an Licht. Und bei Rammstein war das ja unglaublich viel mehr, was sie startermäßig gar nicht hätte gekonnt. Und da hat die Konstruktionsabteilung in die Trickkiste gegriffen und hat die sozusagen aufgebohrt, wie man das immer im GTI halt so macht. Gepimpt. Getuned, gepimpt. Genau. Aufgebohrt. Und dann wurden einfach ein, zwei Tower mehr reingestellt in die Reihe, damit wir halt mehr Brücken einbauen konnten im Dach, um halt mehr Dachlast zu schaffen, damit das ganze Licht von Rammstein reinpassen konnte. Weil sonst hätten wir eine komplett andere Bühne nehmen müssen. Die hätte aber das ganze Wackenkonzept gesprengt, weil dann die andere Bühne, die wir hätten nehmen müssen, gar nicht dahin gepasst hätte. Okay. Und da wurde die Ursprungsbühne von Wacken einfach nur gepimpt. Und deswegen auch ohne Hubseil. Und deswegen, weil da an der Stelle fährt das Dach von selber mit. Und ich denke, Jimmy und Gerd waren mit oben, weil es halt so viele Tower waren. Und wir oben gucken wollten, dass wir beim Einfädeln alle 6 auf einmal treffen. Das Wahrzeichen des Wacken-Grab, unser erster Schädel, der alte Schädel, hat einen neuen Platz gefunden. Steht jetzt oben auf dem Wackengrab. Geht aber jetzt noch uralt werden. Wie versprochen, heute ist Samstag. Es ist 15 Uhr und jetzt gibt's Eierschöcke. Eierschecke, wir haben kein Messer. Ich habe ein Messer, hallo. Ich liebe Eierschecke. Bitteschön. Irgendwo ist immer der Haken, das muss man sich vor Augen halten. Die Dortmunder, ne? Was willst du? Ja, klar. Was willst du erwarten? Der kommt südlich der Elbe, Ja. ne? Weg. Fast Dortmund, Gelb-Schwarz, TSV Wacken. Wo treibt man solche Typen wie Jörg Michael auf? Also, und das ist ja nicht geplant. Der stellt sich plötzlich hin und zieht die Hose runter. Ja, Jörg Michael ist speziell, ich kenne ihn auch schon ewig und so weiter, auch ein alter Kumpel inzwischen ja von uns ja auch und so. Und als ich beim ersten Mal ein Business-Treffen mit ihm hatte, da wollte er ja, war mich eingeladen in der Kneipe noch mit ein, zwei Kumpels und da wollte er ja den großen Macker machen, ne, weil er ja mal so den Macker ja auch macht. Ich sage ja, naja, nur mal richtig einen trinken jetzt hier. Und ich lass mal schön mal Jägermeister abfüllen. Gut.
das damals, war ja schon über 20 Jahre her, Jägermeister mein Getränk war. Jetzt nicht mehr. Damals jemals und hat natürlich nicht funktioniert, da haben wir ihn praktisch mehr oder weniger herausgetragen. Hatte ich in dem Zusammenhang erwähnt, dass Jörg Michael damals Trommler war bei Stratovarius? Ja, ist ja Schlagzeuger eigentlich, hat aber was Ordentliches gelernt. Nein, ist nicht schlimm. Also, habe ich akzeptiert, habe ich trotzdem genommen, dass er bei uns arbeiten durfte. Eben, hat seinen Test nicht bestanden, aber war okay dann eben auch. Wir lieben dich. Danke für die Podcast. Danke für die Podcast. Was gibt's denn zu gewinnen? Ein Bier kannst du gewinnen. Oder einen Schnaps. Ich glaube, das sind die Gewinne. Auch Wasser? Nee, Wasser, nee, das ist eher ein Verlustgeschäft. Sorry, Metal! Where do you come from? From Colombia. From Colombia, Yes. welcome! Thank you, man. Das muss man sich mal vorstellen. Da kommt einer aus Kolumbien und er kennt einen. Das ist unglaublich, das ist surreal. Das Gleiche gilt für die Damen und Herren aus Baden-Württemberg. Aus Baden-Württemberg, ja. From Chile. Chile. Aus der Schweiz. Aus der Schweiz soll ich langsamer sprechen. Nein, ist okay. Wir haben ja Respekt vor jedem Künstler. Wir haben auch Respekt gehabt, dass Heino hier war mit Rammstein, obwohl wir es auch nicht zu geil fanden eben auch. Aber wir gehen mit jedem, egal welche Musik, wir gehen mit jedem Künstler dementsprechend auch, haben für jeden Künstler Respekt und das soll auch dementsprechend auch, sollten eigentlich alle tun. Das muss man vielleicht auch noch mal klarstellen. Das war auch nicht eure Idee 2013, dass Heino hier auftritt. Der wurde mitgebracht von Rammstein. Ja, also das Management und wir waren eigentlich dagegen. Wir haben gesagt, es geht nach hinten los, nachher medial. Und Rammstein wollte es unbedingt, weil man natürlich auch Respekt vor haben musste. Aber wie gesagt, es stand natürlich jeden Tag in der Bildzeitung nicht Rammstein Fackel Wacken ab, sondern Heino Rock Wacken. Braucht kein Mensch. Die Schlagzeile. Eben. Aber es war super mit Rammstein, war eine coole Geschichte eben auch. Die waren ja selbst angeflasht, hatten nie das erwartet. Und wer die Show von Rammstein kennt, weiß, dass eigentlich die ja eben komplett durchgetaktet ist. Da gibt es auch keine Ansagen, die nicht außer der Reihe sind. Aber die haben zwischendurch ja die Show mal unterbrochen, um nochmal eine Ansage zu geben, wie geil sie es finden mit den Fans und was hier so passiert und so weiter. Und die haben ganz andere Erwartungshaltung gehabt. Danach hatten wir auch nochmal einen Brief von denen bekommen, eben, was die so geil fanden, wie bescheiden und toll das Festival auch aufgebaut ist eben auch und wie herzlich die Menschen alle waren, eben von den Fans, eben über unsere Crew und so weiter, über unser Team. Finden wir das natürlich toll und das hat man selten. Ein Jahr mit fantastischem Wetter, einem neuen Schädel und Rammstein. Das war 2013. Weiter geht's mit dem Best-of 2014. Ich freue mich auf euch. Frühstück von Killepitch. Damit kann man auch einen Sound streichen wahrscheinlich. Oder ein Tor, ein altes Eisenhorn. Das geht alles. Ich kann sogar Generado mit betanken. Total lecker.